Wir bekommen ja häufig Anfragen zum Thema Überspannungsschutz in Photovoltaikanlagen. Ja. Jetzt sind wir hier in so einer Produktionshalle von Phoenix Contact und auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage installiert. Ja. Kannst du mir mal zeigen, wie hier das Überspannungsschutzkonzept umgesetzt wurde? Ja, das kann ich. Du siehst hier in der Verteilung sind unsere Wechselrichter drin, die zum einen einen Überspannungsschutz auf der AC-Seite haben, das ist der kleine graue dort unten, und auch einen Überspannungsschutz auf der DC-Seite. Das sind die schwarzen Ableiter mit dem roten Etikett hier auf der rechten Seite. Und dadurch, dass wir hier auch eine Datenleitung haben zwischen Wechselrichter und Datenlogger, die das Gebäude verlässt, ist da natürlich auch ein Überspannungsschutz vorzusehen. Das ist der kleine schwarze Ableiter mit dem grünen Etikett. Okay, in der Norm steht ja, dass wenn zwischen dem Wechselrichter und Photovoltaikgenerator die Leitungslänge größer als 10 Meter ist, dann soll ein zusätzlicher oder zweiter Überspannungsschutz vorgesehen werden. Ganz genau, nämlich einmal ein Überspannungsschutz vor dem Wechselrichter installiert und einmal direkt am PV-Modul. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. So, hier siehst du mal die Umsetzung des Überspannungsschutzes direkt am PV-Modul. Wir haben in diesem Fall 2 Überspannungsschutzgeräte, pro String ein Überspannungsschutz. Ja, ist ja immer cool, sowas mal in der richtigen Anlage draußen zu sehen. Ja, ich freue mich schon auf die nächsten interessanten Themen. Hoffentlich werden die genauso spannend. Wir werden sehen.